Hi und willkommen zum neuen Video von BWT. Heute mal ein bisschen anders als sonst. Denn heute werden wir unser Urbex-Jahr 2017 rekapitulieren. Und zwar gemeinsam mit euch. Also wenn ihr Bock darauf habt, bleibt dran. Ja, der Januar. Besser hätte eigentlich unser Urbex-Jahr 2017 gar nicht starten können. Wir hatten leider nicht so viel Freizeit, deswegen haben wir uns darauf beschränkt, nur Lost Places so in unserer eigenen Stadt zu erkunden, die quasi direkt vor der Haustür liegen. Dabei machten wir ein paar seltsame Entdeckungen und auch Begegnungen. Zum Beispiel trafen wir einen Metalldieb in einer alten Produktionshalle bei uns um die Ecke, der uns sehr viel noch zur Historie erzählen konnte. Das war wirklich interessant. Außerdem haben wir noch eine alte Villa erkundet, die auch bei uns in der Stadt war, die wir nie wirklich wahrgenommen haben, weil die sehr unscheinbar war von außen. War allerdings die erste Location, in der der Strom noch funktionierte. Das war schon ein ziemliches Highlight direkt am Anfang des Jahres für uns. Und außerdem wissen wir bis heute nicht wirklich, was in dieser Villa eigentlich vor sich geht. Eine riesen Ansammlung von persönlichen Gegenständen durch die Bank weg. Also es war wirklich eine seltsame Erfahrung. Ja, der Februar, der war dann für uns Urbex-technisch ein richtiges Highlight, kann man sagen. Wir waren bei einem mehrtägigen Urbex-Trip in Deutschland unterwegs, in Belgien, in Luxemburg, in Frankreich. Und da hatten wir auch das eine oder andere Problem mit Polizei und auch mit Security. Mit dabei war unser guter Freund Cornelius. Für ihn war es damals das erste Mal Urbex überhaupt. Und seitdem ist er auch fester Bestandteil der BWT-Crew. Und an der Stelle auch nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an Urbex Luca und seine Freunde, die uns da wirklich unglaubliche Orte gezeigt haben. Nine days of non-stop urban exploration are behind us. In February, we went on our biggest Urbex trip yet. We drove 2,700 kilometers to explore 16 abandoned places in 4 countries. We entered military prohibited zones, went deep underground, and got in trouble with the law. Several times. This year we shared our experiences with you. On YouTube, Facebook and Instagram, you could follow us on our most epic Urbex adventure so far. Nach diesem doch sehr intensiven und anstrengenden Trip im Februar haben wir es erstmal ruhig angehen lassen und waren erst wieder im Mai unterwegs, und zwar zusammen mit unserem guten Freund Martin. Martin hat unser Logo designt, Martin hilft uns beim Merchandise, Martin hat sogar Sticker für uns designt, also eine große Hilfe, echt vielen Dank dafür, Martin, du bist eine sehr, sehr große Hilfe und mittlerweile eigentlich fester Bestandteil der Crew. Ja, und im Mai sind wir los in den Harz, um ein paar verlassene Hotels zu erkunden. Und Martin hatte sogar eine kleine Überraschung für uns, und zwar hatte er den Kofferraum voller professioneller ausgeliehener Technik. Wir hatten eine Drohne dabei, wir hatten Vollformatkameras, wir waren also wirklich gut ausgerüstet und haben uns auf den langen Weg in den Harz gemacht, ohne zu wissen, was uns erwartet. Aber ich würde sagen, es hat sich wirklich gelohnt.
The gorgeous and peaceful Harz Mountains in the heart of Germany are an ideal place for abandoned buildings. The climate is harsh and the weather erratic, which encourage decay and offers eerily beautiful sceneries from time to time. In some cases, the vacancy is alarmingly high, which leads to a high number of abandoned properties like factories and sanatoriums. But most of all, abandoned hotels. With borrowed equipment, we embarked on a journey through time. Off the beaten tourist path, we were looking for forgotten witnesses of the past. This was Abandoned Harz Hotels. Im Juli haben wir dann ein paar Lost Places erkundet, die teilweise schon ziemlich lange auf unserer Liste stehen, aber bisher ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Als erstes sind wir hinabgestiegen in die unterirdischen Überreste einer alten Markthalle. Das war, ich denke, eine der spannendsten Erkundungen bisher. Da gab es Hinterlassenschaften aus den letzten verschiedenen Jahrzehnten, das war wirklich ziemlich cool. Dann waren wir auch noch in einer verlassenen Kirche, die seit ungefähr 2 Jahren leer steht. Und architektonisch hebt die sich von allen anderen Kirchen, die wir bisher gesehen haben, ab. Und das große Highlight im Juli, wir haben übernachtet auf dem Dach des berüchtigten Hotel Astoria. Und das ist mit Sicherheit was, das wir unser gesamtes Leben nicht mehr vergessen werden. Gut, kommen wir zu einem meiner liebsten Urbex-Trips bisher. Im August sind wir nach Wien gefahren, um Manu und Tato zu besuchen. 2 andere Urbexer, die mit uns über die Community in Kontakt standen und uns eingeladen haben, sie zu besuchen. Die beiden waren unglaublich gastfreundlich. Danke dafür, Jungs. Das war wirklich eine geile Zeit mit euch. Wir haben 4 Tage nonstop explored. Wir haben sehr viel erlebt in Wien. Sind 1-2 Mal mit der Polizei und mit Security in Berührung gekommen, aber es war trotzdem eine sehr coole und erlebnisreiche Zeit. Gerne wieder, Jungs. Danke dafür. In August, we spent a week in Vienna, and together with 2 local urban explorers, we visited the reddest abandoned sites around Austria. In the middle of modern civilization, we discovered gloomy and lonely factories and haunting hospitals with running electricity. Over the last few months, we released 6 episodes in total about our adventures in the concrete jungle. My life. Ja, wirklich spannend wird es ja dann eigentlich erst jetzt, weil alles, was wir bisher aufgezählt haben, das kann man ja schon irgendwie auf unserem Channel sehen. Aber es gab noch ein paar andere Trips und dazu haben wir noch nichts veröffentlicht. Im September waren wir 2 Tage unterwegs, da waren wir zuerst in so einem riesigen alten Skiresort mit natürlichem Verfall. So was hatten wir bisher auch noch nicht so oft. Dann waren wir auch noch in einem alten Sägewerk, das Besondere, da mussten wir uns vorher über eine Staatsgrenze schleichen. Dafür hat sich das gelohnt, weil alle Maschinen waren noch dort. Dann waren wir auch in einer alten Fabrik, wo Kleidung hergestellt wurde und dort waren Hunderte von alten Nähmaschinen. Auch sowas haben wir noch nie gesehen zuvor.
Und zum Abschluss sind wir noch hinabgestiegen in einen unterirdischen Bowling-Club. Und auch dieser Ort stand seit langem auf unserer Liste. Aber der Ort ist immer ziemlich gut gesichert und wir mussten den richtigen Moment abpassen. Mittlerweile ist Oktober, der Herbst steht vor der Tür und mit ihm noch ein weiterer Trip. Wir haben einen unserer Freunde in Magdeburg besucht und nutzen die Freizeit, die wir noch hatten, um ein paar Lost Places in der Nähe zu erkunden. Unter anderem zum Beispiel ein postapokalyptisch wirkender Zug, der sogenannte Medical Train. Was das ist, das werdet ihr in einem bald kommenden Video sehen. Außerdem haben wir noch ein Rittergut besucht, das mitten im Wald lag, wo der goldene Herbst wirklich für eine wunderschöne Atmosphäre gesorgt hat. Und wo waren wir noch unterwegs? Wir sind in der Kirche hochgeklettert. Ach ja, stimmt. Wir waren noch in der Kirche unterwegs. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Wichtig zu sagen ist noch, im November war es dann endlich soweit. Nach monatelanger Vorbereitung haben wir unser erstes Merchandise veröffentlicht. Wir sind bei Spreadshirt, haben dort ziemlich coole Designs am Start und wir sind bei Redbubble, haben dort auch noch ein paar coole Sachen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass neues Merchandise bereits in Planung ist. Wir sind echt froh darüber, wie gut unser bisher veröffentlichtes Merchandise schon ankam. Und das Ganze hat uns gezeigt, dass wir mittlerweile eine wirklich starke Community hinter uns stehen haben, die uns unterstützt, die uns gutes Feedback gibt. Also dafür sind wir euch wirklich dankbar. Das ist nicht selbstverständlich. Und genau aus diesem Grund haben wir uns weiterhin noch bei Patreon angemeldet, wo ihr uns als Creator unterstützen könnt, wo ihr unser Projekt unterstützen könnt, uns finanziell ein bisschen unter die Arme greifen könnt, damit wir einfach mehr Möglichkeiten haben zu produzieren. Der erste Schritt ist schon getan, wir haben uns endlich eine Drohne zugelegt und ich würde sagen, ihr könnt euch auf ein paar epische Drohnenshots gefasst machen. Abschließend wollen wir uns dann nochmal bei euch bedanken. In diesem Jahr konnten wir einen enormen Anstieg verzeichnen an Zuschauerzahlen, an Abonnenten und auch in den sozialen Netzwerken. Bei Facebook und bei Instagram erreichen wir immer mehr Leute. Und wir sind ziemlich froh darüber, dass das, was wir machen, wirklich so gut bei euch ankommt. Ja, auch im nächsten Jahr stehen natürlich eine Vielzahl von Projekten an. Wir möchten auch weitere beeindruckende Locations besuchen. Wir möchten in andere Städte reisen, neue Leute kennenlernen. Man kann sagen, 2017 war wirklich ein sehr, sehr gutes Urbex-Jahr. Unser Bestes bisher, finde ich. Aber wer weiß, was 2018 bringt. Bis dahin und Merry Urbex-Mess!
Thanks for watching our final episode of 2017. What content would you like to see on our channel in the next year? Feel free to leave us your ideas in the comment section down below.